Wir leben in einer Welt der verdrehten Wahrheiten. In einer Welt, in der Worte nicht mehr das bedeuten, was sie sagen, sondern das Gegenteil. Schutz bedeutet Kontrolle. Sicherheit bedeutet Überwachung. Und jetzt haben sie ein neues Wort gefunden, um jeden Widerstand gegen ihre Agenda zu brechen, jeden Kritiker mundtot zu machen und jede abweichende Meinung zu kriminalisieren. Informationsintegrität. Du denkst, das klingt harmlos. Dann wach auf. Denn unter diesem Deckmantel, auf der großen Bühne der COP30 in Brasilien, hat die UN gerade dem freien Denken den Krieg erklärt. Es geht nicht mehr nur darum, den Klimawandel zu leugnen. Nein, die Definition von Desinformation wurde so weit ausgedehnt, dass sie jetzt alles und jeden umfasst, der es wagt, die Politik der UN zu hinterfragen. Wer Kritik übt an Net Zero, an CO2-Steuern, am Verbot von Fleisch oder an der Einschränkung deiner Reisefreiheit, der ist jetzt offiziell ein Gefährder, ein Feind der Informationsintegrität. Ein Saboteur der Agenda 2030. In dieser neuen gefährlichen Welt reicht es nicht mehr, nur den Kopf einzuziehen und zu hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Du musst die Mechanismen verstehen, die hinter den Kulissen wirken. Du musst lernen, wie du dich und dein Vermögen vor dem schützen kannst, was kommt. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Und es gibt eine Festung. Eine Insel der Stabilität und Freiheit mitten im Herzen Europas, aber souverän außerhalb der EU und außerhalb der direkten Reichweite dieses UN-Wahnsinns, die Schweiz. Ein Land mit einer Tradition des schlanken Staates, einer starken Währung und echtem Respekt vor der Meinungsfreiheit. Genau diesen Weg, diesen strategischen Sprung in die Freiheit, lehren wir in unserem Intensivseminar Erfolgreich auswandern in die Schweiz. Dieses Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Dort geben wir dir den kompletten Fahrplan an die Hand. Das ist kein theoretisches Gerede, sondern pures Insiderwissen für Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Wir behandeln alles. Die besten Kantone, die steuerlichen Fallstricke wie die Exit Tax, die Gründung einer AG oder GmbH, die Pauschalbesteuerung, das unschlagbare Banking und den ultimativen Plan B, den Weg zum Schweizer Pass. Wir zeigen dir, wie du mittelfristig die Schweizer Staatsbürgerschaft erwirbst und dir damit einen der stärksten Pässe der Welt sicherst. Den ultimativen Schutzschild gegen die globale Gleichschaltung. Alle Informationen zum Seminar, bei dem dein Partner übrigens kostenlos mitkommen kann, findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns in die Abgründe dessen blicken, was die UN gerade verkündet hat. Hören wir Charlotte Scadden, die Senior Advisor on Information Integrity der UN. Sie sagt, wir müssen alle Versuche im Informationsökosystem bekämpfen, Klimamaßnahmen zu untergraben, ungeachtet des Akteurs. Lies das noch einmal. Ungeachtet des Akteurs. Das bedeutet, egal ob du ein Nobelpreisträger bist, ein investigativer Journalist oder ein besorgter Bürger, wenn deine Fakten der UN-Agenda im Weg stehen, bist du der Feind. Scadden definiert Desinformation neu. Es geht nicht mehr um Lügen, es geht um falsche Narrative rund um Klimalösungen. Wer also fragt, ob es wirklich sinnvoll ist, die Sonne zu verdunkeln, Kühe genetisch zu manipulieren, damit sie weniger pupsen, oder der Natur selbst einen Preis zu geben, der verbreitet gefährliche Desinformation. Wer skeptisch ist gegenüber einer Politik, die Wohlstand vernichtet und Armut schafft, der manipuliert die Wahrnehmung der Entscheidungsträger. Das ist Orwell in Reinkultur. Die UN wirft ihren Kritikern vor, eine Wir-gegen-euch-Mentalität zu schüren, während sie selbst genau das tut. Die UN gegen die Widersacher. Sie wirft Kritikern vor, sogenannte Experten zu fördern, während sie selbst nur ihre eigenen, handverlesenen Wissenschaftler zulässt. Sie spricht von Echokammern, während sie mit Google und Big Tech zusammenarbeitet, um Suchergebnisse zu manipulieren und sicherzustellen, dass nur die UN-Wahrheit oben erscheint. Melissa Fleming, UN-Untergeneralsekretärin, sagte es 2022 offen. Wir besitzen die Wissenschaft. We own the science. Auf X explodiert die Wut. Ein User schreibt, die UN erklärt Kritik offiziell zum Verbrechen. Wenn du nicht willst, dass sie die Sonne blockieren, bist du ein Desinformationsakteur. Das ist keine Wissenschaft, das ist eine Sekte. Ein anderer kommentiert, Agenda 2030 ist der Fahrplan in die Knechtschaft. Und jetzt verbieten sie uns sogar, die Karte zu lesen. Auf Reddit warnt ein Wissenschaftler anonym.
Ich traue mich nicht mehr, meine Daten zu veröffentlichen, wenn sie nicht ins Narrativ passen. Meine Karriere wäre vorbei. Die Informationsintegrität der UN ist das Ende der freien Forschung. Das perfide ist die Projektion. Die UN wirft anderen vor, was sie selbst tut. Sie ist der Adversarial Actor, der im Auftrag mächtiger Interessen arbeitet. Interessen, die Billionen mit der grünen Transformation verdienen wollen. Sie will Zensur, getarnt als Schutz. Sie will Kontrolle, getarnt als Rettung. Und diese Agenda ist global. 193 Regierungen haben den Pakt für die Zukunft unterzeichnet, der genau diesen Kampf gegen Desinformation festschreibt. Die EU setzt es mit dem Digital Services Act um. Deutschland mit seinen neuen Meldestellen. Es ist ein koordiniertes Vorgehen, um den Korridor des erlaubten Denkens so eng zu machen, dass nur noch die UN-Doktrin hindurchpasst. Wer selbst denkt, wer unabhängige Medien konsumiert, wer verschiedene wissenschaftliche Stimmen hört, betreibt jetzt raffinierte Skepsis, Sophisticated Skepticism. Früher nannte man das kritische Denken, heute ist es eine Gefahr für den Fortschritt. Die Frage ist, willst du in einer Welt leben, in der eine nicht gewählte, globale Bürokratie entscheidet, was wahr ist und was falsch? In der Skepsis als Angriff gewertet wird? In der Wissenschaft zum Dogma wird, dass man nicht hinterfragen darf, weil es göttlichen Willen repräsentiert? Oder willst du deine geistige und physische Freiheit bewahren? Die Schweiz ist nicht perfekt, aber sie ist eines der wenigen Länder, in denen direkte Demokratie noch bedeutet, dass das Volk das letzte Wort hat, nicht eine UN-Beamtin in New York oder Brasilien. Ein Land, das sich nicht jedem globalen Trend blind unterwirft. Wenn du spürst, dass die Luft zum Atmen und zum Denken in der EU immer dünner wird, dann ist es Zeit, über Alternativen nachzudenken. Die Zeit, naiv zu sein und zu glauben, dass die Wissenschaft neutral ist vorbei. Die Zeit, deine eigene Wahrheit und deine eigene Zukunft zu sichern, ist jetzt. Doch selbst das beschreibt noch nicht das ganze Ausmaß dessen, was gerade geschieht. Denn während die UN sich selbst zum obersten Wahrheitsministerium erhebt, während Google und Meta bereitstehen wie digitale Priester einer neuen Ideologie, beginnt sich im Netz ein Gegenstrom zu bilden, der jeden Tag stärker wird. Ein Strom aus Menschen, die nicht mehr bereit sind, sich einschüchtern zu lassen. Wissenschaftler, Unternehmer, Journalisten, Eltern, Entwickler, IT-Experten. Menschen, die sehen, wie die Realität verbogen wird und die anfangen, darüber zu sprechen. Auf X schreibt ein Klimaforscher anonym: Ich habe für die UN gearbeitet. Wenn die Daten ins Narrativ passen, werden sie veröffentlicht. Wenn sie es nicht tun, verschwinden sie. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ein anderer schreibt: Informationsintegrität ist das neue Wort für du hältst die Klappe und sagst, was wir wollen. Ein dritter: Die UN will jetzt definieren, was ein gefährliches Narrativ ist. Als nächstes definieren sie, was ein gefährlicher Gedanke ist. Danach, was ein gefährlicher Mensch ist. Und einer, der tausende Likes bekommen hat: Wer die Sonne blockieren will, hat nicht das Recht, mir vorzuschreiben, wie ich darüber sprechen darf. Auf Reddit formiert sich ebenfalls eine Community aus Whistleblowern, Akademikern und Statistikern. Einer schreibt dort: Ich lehre an einer europäischen Uni. Wenn ich den Studenten erkläre, wie Klimamodelle wirklich funktionieren, mit all ihren Unsicherheiten, werde ich als Desinformationsrisiko eingestuft. Die Atmosphäre ist nicht der Feind der Freiheit. Die UN schon. Ein anderer erzählt: Wir wurden angewiesen, keine Datenreihen zu veröffentlichen, die den öffentlichen Konsens irritieren könnten. Das ist nicht Wissenschaft, das ist PR. Diese Stimmen werden nicht gezeigt, nicht zitiert, nicht diskutiert, sie werden gelöscht. Denn die UN ist längst vom Wahrheitsfinder zum Wahrheitsbesitzer geworden. Sie ist nicht die Richterin über Information, sie will die Monarchin der Bedeutung werden. Und genau das macht diese Entwicklung so gefährlich. Wenn eine globale Institution entscheidet, welche Fakten existieren dürfen, dann existiert am Ende nur noch Macht. Und wer sich ihr entzieht, wird markiert wie ein dissidenter Bürger in einem autoritären Staat. Immer mehr Menschen realisieren das. Auf X schreibt ein Unternehmer aus den USA: Ich kooperiere nicht mehr mit UN-Agenturen. Sie agieren wie eine Sekte, nicht wie Wissenschaftler. Ein Schweizer kommentiert: Jetzt versteht ihr vielleicht, warum wir der EU nie beigetreten sind. Wir wollen nicht regiert werden von Leuten, die 5000 Kilometer entfernt sitzen. Ein Deutscher schreibt: Die Informationsintegrität der UN ist der größte Angriff auf die Aufklärung seit der Inquisition. Und plötzlich wird klar,
Es geht nicht nur um Klima, nicht um Energie, nicht um Ernährung, nicht um Verkehr. Es geht um Deutungshoheit über die Wirklichkeit. Es geht darum, wer definieren darf, was du glauben sollst und wer darüber entscheidet, ob du überhaupt noch glauben darfst. Die EU und die UN sind längst zwei Hände derselben Macht. Die eine schreibt Regeln, die andere schreibt Wahrheiten. Beide wollen dich nicht überzeugen, sie wollen dich formen. Und deshalb kippt die Stimmung. Menschen merken, dass etwas Grundlegendes nicht stimmt. Auf X schreibt jemand: Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem Regierungen Angst vor den Meinungen ihrer eigenen Bürger haben. Ein anderer: Die UN nennt es Informationsintegrität. Die Chinesen nennen es Harmonisierung. Der Unterschied ist nur das Logo. Und ein Kommentar bringt es ungewollt perfekt auf den Punkt. Wenn Kritik verboten werden muss, ist nicht die Kritik das Problem, sondern das System. Diese Einsicht breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Und sie führt zu einer weiteren, noch unangenehmeren Wahrheit. Global Governance braucht Gehorsam. Freie Bürger brauchen Freiheit. Beides kann nicht gleichzeitig existieren. Die Frontlinie verläuft nicht mehr zwischen links und rechts, Nord und Süd, arm und reich. Sie verläuft zwischen denen, die kontrollieren wollen, und denen, die nicht kontrolliert werden wollen. Zwischen denen, die ihre Stimme verlieren, und denen, die bereit sind, sie zu verteidigen. Zwischen denen, die sich fügen, und denen, die fliehen, bevor der Käfig komplett schließt. Denn eines ist sicher: Dieser Kampf um die Informationshoheit ist erst der Anfang. Sobald sie kontrollieren, was du sagst, werden sie kontrollieren, was du denkst. Sobald sie kontrollieren, was du denkst, werden sie kontrollieren, was du bist. Und sobald sie definieren, was du bist, ist Freiheit nur noch ein nostalgischer Begriff aus einer anderen Zeit. Doch der wachsende Widerstand zeigt auch, sie haben nicht alles unter Kontrolle. Noch nicht. Menschen durchschauen ihre Absichten. Menschen sprechen darüber. Menschen organisieren sich. Menschen fliehen aus Systemen, die ihre eigene Bevölkerung wie ein Risiko behandeln. Und darum ist es jetzt wichtiger denn je, sich aus diesem Korridor der geistigen Bevormundung herauszulösen. Geistig, finanziell, rechtlich, territorial. Die Zeit, in der du dich unsichtbar machen kannst, wird enden. Die Zeit, in der du dich schützen musst, hat begonnen. Und die Zeit, in der du handeln musst, ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.